mein Name ist Sebastian, bin angehender Schreinermeister. Ich habe mir für den Bau von meinem Meisterstück für eine Eventküche entschieden, da ich selber in meiner Freizeit leidenschaftlich grill. Das ist mein Meisterstück, eine mobile Eventküche. Und mir war wichtig, dass ein Pelletsmoker verbaut ist und ein Induktionskochfeld. Besonders herausfordernd waren die runde Formen und die Materialauswahl für den Brandschutz. Um mein Meisterstück ein bisschen aufzulockern, habe ich Rundungen eingebaut, was zeitgleich auch so das Schwierigste an meinem Stück war. Hier habe ich jetzt eine Schablone. Die Schwierigkeit bestand darin, die richtige Schablone zu entwickeln, weil der Originalradius, der ist vorgegeben und das Holz hat immer einen Drang, sich wieder zurückverformen. Das heißt, meine Schablone, wo ich gebraucht habe, muss kleiner sein wie der originale Radius. Und das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen, auch Nerven gekostet und das war so 10 Schablonen, wo da drauf gegangen sind, bis der Originalradius passt hat. Und weil das noch nicht schwierig genug war, habe ich die Schlitz und Zapfen rund gemacht. Und anhand von dem Beispiel kann ich zeigen, wie das funktioniert. Genau, hier ist das Grad und hier bei mir ist es rund. Das heißt, da habe ich Schablone gebraucht, dass ich die runde Zapfen, dass ich den halt keine fräse. Und das Gegenstück musste ich auch mit Schablone fräsen, dass das nachher quasi eine formschlüssige Verbindung gab. Und auf der Rückseite ist das Grundprinzip das gleiche. Nur ist der Radius kleiner und dadurch muss ich auch meine Schichtdicke reduzieren, weil wenn ich dickere Schichten habe, hat die Tendenz zum Abbrechen, quasi so wie hier jetzt. Aber ich habe mich natürlich gefreut, als das geklappt hat zum Schluss und dann hat es noch schöne Extrapunkte gegeben. Wie in jeder Küche auch, ist auch in meiner Eventküche viel Elektrik verbaut worden. Angefangen beim Pellet-Smoker, der Strom braucht für die Steuerung von den Pellets. Mitunter auch sieht man hier die Füllstandsanzeige vom Pellet-Smoker. Und wenn es dunkel ist, kann man hier, wenn man den Deckel aufmacht, ist noch zusätzliches Licht verbaut, dass man ein bisschen was sieht. Weiter geht es mit der Induktionskochfeldplatte. Die ist aufgeteilt in 2 Kochzonen und kann separat gesteuert werden. Zusätzlich für die Induktionskochfeld sind seitlich verbaut eine Steckdose. Falls man mal Soße hat und man zusätzlich einen Mixer braucht, kann man das anschließen. Auf der Rückseite habe ich eine LED verbaut, die per Lichtschalter ein- und ausgeschaltet wird. Und das dient eigentlich zur Veranschaulichung von Gläsern, wenn da was auf der Fachböde steht. Dass die Stromzufuhr gewährleistet wurde, ist ein Starkstromkabel angeschlossen worden und musste dann einen Sicherungskasten einbauen. Und die ganze Kabelführung, das habe ich nachher selber machen können. Nur die Abnahme, die musste ein Elektriker machen. Dadurch, dass ich in meinem Meisterstück einen Pelletsmoker verbaut habe, musste ich Sicherheitsvorkehrungen treffen, dass mir das Teil hier nicht abfackelt. Als Grundträgerplatte habe ich eine zementbesponnene Spanplatte genommen. Und als Dekor ist ein HPL, der ebenfalls schwer entflammbar bzw. nicht brennbar ist. Einfach, dass es noch eine schöne Optik gibt. Als Arbeitsplatte habe ich einen Stein gewählt, der heißt Nero Assoluto, hat die Oberfläche geflammt und der hat den großen Vorteil, er ist hitzebeständig und durch das Induktionskochfeld kann man auch mal einen heißen Topf rüberziehen, ohne dass man Angst hat, dass Brandflecke oder so entsteht. Und weil ich hier mit Hitzeentwicklung und Brandgefahr zum tun habe, habe ich einen Feuerlöscher integriert. Das habe ich hier andeutet durch eine Intarsie, dass es für jeden außerhalb sichtbar ist, dass im Inneren sich ein Feuerlöscher verbirgt. Ich habe die Intarsie gewählt, weil es einfach nochmal die Schwierigkeit ein bisschen erhöht und es harmoniert einfach, wenn alles Massivholz ist. Und wie ich die gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Den Ahorn trenne ich auf in 4 bis 5 mm dicke Schichten. Den schleife ich nachher anschließend an der Schleifmaschine auf meine gewünschte Stärke. Ebenso die Dreischichtplatte aus Nussbaum. Anschließend nehme ich meinen Shaper und klebe ich auf die Platte sozusagen das Shaper Tape drauf. Und anschließend muss ich einen Nullpunkt festlegen, dass die Shaper weiß, wo sie arbeiten muss. Und fräst die Kontur aus dem Nussbaum raus. Eine Shaper ist eine CNC-geführte Oberfräse. Die Kleinigkeit, also die kleine Ecke, wo noch standen bleibt, die muss ich von Hand noch nacharbeiten.
Und sobald das erledigt ist, kann man eigentlich auch schon ans Gegenstück gehen. Das Gegenstück funktioniert eigentlich genau gleich. Da wird nur der Ahorn rausgefräst, auch wieder nachgearbeitet. Zum Festleimen verwende ich Weißleim. Und nach einer Stunde kann man das noch bündig schleifen. Und nach dem Prinzip habe ich auch die Intarsie auf meinem Meisterstück gebaut. Für den Transport meiner Eventküche habe ich mir eine besondere Zuhaltung überlegt. Um euch den Mechanismus zeigen zu können, muss ich jetzt erstmal alle Revisionsklappen entfernen. Fürs Meisterstück muss man immer besonders Highlight entwerfen. Und meins war die Zuhaltung für die Schublade. Zur Sicherung der Schublade habe ich mir eine Mechanik entwickelt, die über Seilzüge funktioniert. Durch das Ziehen wird ein Riegel betätigt, der in die Schublade einfährt. Und dann kann die nach vorne nicht mehr ausfahren. Und an der Rückseite vom Stück kann über einen Hebel alle 5 Schubladen gleichzeitig arretiert werden. Eine besondere Herausforderung war, dass ich die Stahlseile alle auf eine Ebene kriege und alle Schubladen gleichzeitig betätigt werden. Und über die Umlenkrolle ist es möglich, dass die alle in einer Position und in einer Reihe dastehen und sich nicht behindert. Das ganze Möbelstück liegt auf dem Metallrahmen und vorne am Möbel sind 2 Füße, die funktionieren wie eine Schraubzwinge und die kann ich mit Hilfe von einem Schlüssel rauf und runter drehen. Die Nivellierung erfolgt über 3 Punkte, hinter am Möbel und vorne rechts und links. Passt, jetzt steht meine Eventküche im Wasser. Für mein Meisterstück habe ich innen die Schubkäste eine klassische Holzverbindung gemacht. Das sind Schwalbenschwanzzinken. Und durch das, dass hier alles rund ist, muss die auch innen in meine Schubkäste schräge Zinken machen. Hier sieht man 2 Musterstücke, die sogenannte Zinke und die sogenannte Schwalbe. Die halten quasi den Schubkasten ineinander zusammen, also wenn man verleimt. Und hier sieht man ganz schön, das wird jetzt theoretisch auch ohne Leim schon halten. Mit Hilfe vom CAD-Programm tue ich meine Einteilung von der Zinke machen und fräse meine Zinke aus. Und dann ist es fertig. Für das Innenleben von meinem Meisterstück habe ich Schubkasten geräuchert. Zuerst ist es Natur und dann wird es geräuchert. Wie das funktioniert, erkläre ich jetzt. Um das Holz zum Räuchern braucht man einen Behälter, der größer ist wie das Holz selber. Hier ist einmal die Natureiche. Man nimmt das Holz, wir legen unter Dreiecksleiste rein, damit das Holz nur auf einen ganz kleinen Punkt aufliegt, sodass auch unter der Punkt geräuchert wird. Anschließend kommt eine Ammoniaklösung rein. Und je nach Intensität muss man es über Nacht drin lassen oder räuchert auch schon wenige Stunden. Nachdem das erfolgt ist, nimmt man es raus aus der Kammer und stellt es in die Werkstatt und muss es ablüften lassen. Nach dem Räuchern und nach dem Ablüften habe ich es zwischengeschliffen und noch geölt. Und anschließend, wenn das gemacht ist, kann man es auch einbauen in die Schublade. Ein praktisches Feature an meinem Meisterstück ist, dass man den Grill zum Reinigen rausziehen kann. Da muss man nur 2 Schrauber rausdrehen. Und mit Hilfe einem Gestell kann man den ganz einfach rausziehen. Und jetzt kommt man wunderbar vorne zum Reinigen hin, wie auch hinter. Das Metallgestell habe ich mit Hilfe einem CAD-Programm gezeichnet und konstruiert und habe es dann, die fertige CAD-Datei an im Schmied weitergegeben. In dem Metallgestell sind Schwerlastauszüge verbaut, wo die Gewicht von dem Smoker haltet. Das weitere Kammer unten ist ein Aschebehälter, wo vom Smoker der ganze Dreck reinfliegt. Und den kann man jetzt schön rausnehmen, reinigen und wieder einhängen. Und der Clou ist, es kann eine Person allein bewegen.